So, nachdem der Rost drauf ist, müssen wir jetzt noch ein bisschen Dreck aufbringen. Ich darf aber jetzt nicht übermäßig viel Staub und Dreck aufbringen, weil das zum einen ja die ganze Alterung zunichte machen wird, das wird man einfach schlecht sehen. Und zum anderen, weil das Fahrzeug eins ist, das in der Normandie eingesetzt wurde, kurz nach der Landung, und es hatte noch nicht wirklich Zeit, dreckig zu werden. Ich finde einfach mal hier als Beispiel weniger gealtertes Modell kann auch gut aussehen. Das ist jetzt von MIG Dry Matte, also relativ heller Staubton, und den bringen wir jetzt mal ohne Fixe rund ums Fahrwerk auf. Einfach Pinsel eintauchen und dann den Staub hier ein bisschen verteilen, einfach so bürsten. Ich glaube, zum Schluss werden wir auf jeden Fall eine Schicht Klarlack brauchen, damit die Pigmente da auch bleiben. Auch die Ketten ein bisschen mit verstauben. So, jetzt haben wir hier schon mal eine ordentliche Staubschicht. Jetzt werde ich noch unten am Fahrwerk, an den Rollwagen und vielleicht ein paar andere Stellen noch ein paar dunkle Pigmente aufbringen, die einfach frischen Schlamm zeigen, der da noch nicht trocknen konnte. Dazu verwende ich von MIG Dark Matte. Hier habe ich ein bisschen Ponal Weißleim. Und den tue ich jetzt mit dem Pinsel da ein bisschen auftupfen. Und an die jeweiligen Stellen kommt dann nachher das Dunkle drauf. Man muss sich halt immer überlegen, wo am echten Fahrzeug der Schmutz wohl am ehesten haften bleibt und wo er am längsten braucht zum Trocknen. Und da muss man sich vorher schon ein bisschen Gedanken machen. Hier also die dunklen Pigmente, wird dann mit dem Pinsel ein paar aufnehmen und dann vorsichtig hier verteilen. So, das ist es. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Gefällt mir schon mal ganz gut. Ich habe auch die Schürzen ein bisschen mit Pigmente behandelt, aber auch nicht zu viel. Einfach um diese leichte Alterung zu erhalten. So, zum Schluss verpasse ich dem ganzen Ding noch eine Schicht mit Klarlack und dann ist es eigentlich auch schon fertig.
Die Stürzen sind jetzt auch angeklebt. Und zum Schluss verpasse ich hier den Rädern noch ein bisschen Ölreste vom Schmieröl, was da gern mal ausläuft. Dafür verwende ich gern MIG Dark Wash. Wenn man das wirklich von ganz unten rauskratzt, dann ist das eigentlich relativ glänzend und dickflüssig. Also eigentlich genau das, was Öl auch ist, so vom Aussehen her. So. Hier dann einfach so Verlaufsspuren anbringen. Auch nicht zu viele, nur ein paar. Das sieht dann immer schon das gewisse Extra einfach. Können natürlich auch andere Teile vom Fahrzeug betroffen sein, aber wird es hauptsächlich auf das Fahrwerk beschränken. Weil da sind die meisten beweglichen Teile, die geschmiert sind, wo das dann mal auslaufen kann. So, das Stück 4 ist jetzt fertig. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Bauen und Lackieren. Vielleicht habt ihr auch was Neues lernen können, das wäre natürlich wünschenswert. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Hamilcar Barkas.